Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. So, kind of. Ich spiele ja sonst Grounded immer mit Sandy Moonlight zusammen. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir nicht aufnehmen und nicht gemeinsam spielen, möchte ich trotzdem ein bisschen Grounded spielen, ganz entspannt. Deswegen gehen wir auch auf Flauschig rein. Ich nehme natürlich meine Ellie Hoops, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, was so passiert. Erst noch mal ins Game rein. Whoops here. Ready to mix it up? Gartenwelt. Oh, keine Ahnung. Nennen wir sie einfach mal. Let's Play. So. Akzeptieren. Psst, leise. War ich zu früh leise? Hallo? You can't run from me, you foul beast! You think you outsmarted me? The mighty Muldoon? I don't think so, Yoked Girth! Stay tuned for what happens next on Yoked Girth. Now a word from our sponsor. Kids, are you ready for a new wild and wacky puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signs a few deals with. Und damit nochmal willkommen. Hier im Garten. Can't remember what happened. Hey, where am I? What the heck is this place? Everything seems so big. Whoa. Or am I really, really small? Da sind wir. Immer wieder schön. Ja, und es gibt natürlich This is getting nur einen real. Charakter. You got this, Hoops. Ellie Hoops. Nein, ich drücke den Stein ab. Erstmal ein paar Basics einsammeln. Signal detected. Ja, guck. Buzzer! Rein. Whoa. What was that? Some sort of signal? Maybe it's coming from nearby. Was zu essen einsammeln direkt. Am Anfang müssen wir uns ja noch Pilze genügen. Hallo, Ricky. Jetzt glaube ich, können wir erstmal rübergehen. Und die ersten Sachen erforschen, bauen.
Gar-Sicherheitstest. So, wer das lesen möchte, bitte einmal kurz pausieren. Schokoriegel, her damit. I'm guessing this isn't the only one of these science pods. I should keep searching and see what else I can turn up. Analysieren. Science! Speer und Axt. Dann würde ich sagen, Linie. Ja. Vielleicht nicht ganz so wichtig. Das hier. Grobes Seil auf jeden Fall wichtig. Okay. Darauf habe ich gewartet. Die Kieselaxt. Kieselaxt. Herstellen. Achso, wir müssen erst Seile herstellen. Okay. Direkt 5. Zack. 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 Ich denke, dann können wir auch direkt den. Nein, können wir nicht. Brauchen wir Pflanzenfasern. Ach nee, bin richtig da. Die brauche ich. Wir wollen jetzt keine Blätter mit uns rumschleppen. So. Dann den Speer erstellen. Da brauchen wir diesem für. Können wir gleich suchen gehen. Erstmal den Stein da unten raus. So. Ja. Erstmal dahin, die nehmen wir raus. Hab ich. Hallo? Okay. Steine lassen wir mal noch drin, wenn wir Wassertropfen runterholen wollen. Hopp. So, weiter geht's. Mal gucken, dass wir heute den Anfang hinkriegen. Vielleicht auch schon Is that a die ersten basketball court? Schritte des Space Building. Ich hab da so eine Idee, wo ich bauen möchte. Ooh, light show! Aw, it didn't work. Looks like one laser is blocked and the other is shorted out. Time to get fixing. Die wartet nicht lang, die fackelt nicht lang. Direkt. It's time to get fixing. So, da müssen wir hin. Ja, schon mal den Speer in die Hand. Ein bisschen Ameise. Whoa, where are you headed, Ant? Muss auch mal sehen, ich weiß gar nicht, wie weit man im Singleplayer überhaupt kommt. Ob man Ants das coming alles through. überhaupt schaffen kann. Aber wahrscheinlich schon. Ja, das ist jetzt so viel. Und so viele andere Blätter. Das ist die Pfütze und dann müssten jetzt die Milben sein. Come on, reindeer nose. Want a piece of this? Noch trockenes Gras. Einen Faserverband herstellen. That's a quick little fella. Kind of cute, too. So.
fällt mir das ins Wasser, aber ich kann es auch aufhängen, oder? Wir müssen uns ja gleich die Fackel bauen. Dann holen wir uns direkt nochmal Saft. Might alert! Does that weevil have asthma? Can insects get asthma? Ja, so viel. Ja, einmal die Fackel. Bam! Alley hoops! Bringing the light. Ja, die Milben können eigentlich auch noch schon mal umhauen. Nicht wahr, Sandy? Ja, genau, das ist Truppe hier. Ich würde sagen, wir gehen da kein Risiko ein. Benutzen wir eben den Verband. Big red thing. Must be a mite. Die nehmen wir gleich am Rückweg mit. So, zurück zur Maschine. Und dann müssen wir, glaube ich, schon zu Burger. Ne? Finde etwas Essbares. Kein Problem, haben wir. I've had worse, I guess. Ah, lecker Pilze. Mal wieder ruhig rein. So. Alles hier. Einsammeln. Ja, ich hatte nur heute Morgen unheimlich Lust, Grounded zu zocken. Ja, schon Wochenende. Ein bisschen Ruhe. Oh ne. Aber ich wollte da nicht wieder auf dem Spielstand von Sandy und mir weitermachen. Ich meine, das mache ich schon ab und zu. Ne? Oder habe es jetzt zweimal gemacht, weil ein bisschen Farmen und Bauen sind jetzt Sachen, die kann man auch gut außerhalb der Aufnahme machen. Oh, guck mal. Whoa! Good job, giant explosion machine. Das Problem ist eigentlich im Moment eher, dass ich zu viele Sachen aufnehme. Es sind im Moment so viele Sachen, auf die ich gerade Lust habe zu spielen. Das ist schon. Ich habe Ark jetzt wieder angefangen, auch als Solo. Dann spiele ich im Moment noch nebenbei Far Cry. An December habe ich angefangen. Das Problem ist auch gar nicht mal das
spielen und aufnehmen. Ich komme nur einfach nicht zum Hochladen. Weil das Hochladen bei YouTube oft ewig dauert. Und, ja. Da hat man schnell mal mehr auf der Festplatte, als einem lieb ist. Von den Dingen kann man eigentlich nie genug haben. So nur Zeile draus machen. Whatever's rumbling down there, I'm Du gonna bringst mir ja stomp nichts, on it. wenn ich alles nur spiele und dann auch noch Render, Thumbnails mache und es dann nicht hochlade. Das ist echt ein Problem. Aber ich versuche und ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr. Ich habe hier noch einen zweiten Rechner stehen, der ist schon was älter. Dass ich den einfach fertig machen kann. Nur zum Hochladen. Weil das würde mir enorm viel Zeit sparen. Wenn ich nebenher einfach nach dem Rendern die Dateien auf den anderen Rechner schiebe und von da aus dann hochlade. Das wäre so eine Zeitersparnis. Weil der Rechner ist dann nicht blockiert und kann andere Sachen machen. Man kann den Rechner auch da einstellen, wo er nicht stört zum Beispiel. Und dann kann der vielleicht auch mal nachts hochladen, wenn es mal wieder extrem lange dauert. Weil die Upload-Zeiten hängen natürlich auch vom jeweiligen Spiel ab. Manche Spiele gehen schneller als andere. That ladybug would be a menace boxing out in the paint. Ach ja, ich muss ja noch... Ich kann es vergessen. Let's take a look. Got you. Warte, Marienkäfer? Nein, sag ich nicht. Stimmt, habe ich ja vergessen. Muss ich jetzt auch alles wieder machen. Das rennt natürlich in die falsche Richtung. Ja, nicht trotzdem. Ist hier noch sehr schön blattlos, aber direkt. Und rein zu Burger. That glowy thing looks like some real nerd stuff. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Okay. Oh, Seite. Es geht darum. Hilf mein Saft. Doch hier bitte, wer lesen möchte. Einmal wieder kurz pausieren. Da liegt er. Der Schrott drauf.
Ton erstmal so erzählen. Science is out One of success control. after another! I have returned Burgle to his original size! It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor, insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But audentes fortuna juvat. I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Burgle, I'd like to record some messages for my family in case things do not go as planned. It's not as bad as it looks. Give me a second. System reboot in progress. Wir können wieder Roboter. Er spricht Thanks schnell. for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I am sure this all must be very disorienting for you, but I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short-order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. To return to your prior size, Whew. you would need Fine. to successfully activate Dr. Let's find Tully's someplace spacer safe and catch platform. some Z's. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault! Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard.
Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your Scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries. The lab locations are missing from my memory banks too. But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your Scabby. Try to find the Hedge Lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests, yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips. And try not to die out there. Have an exponentially great day! Wir haben es geschafft. Das ist wichtig. Wir haben es tatsächlich geschafft. Uff. Er redet so viel. Da können wir noch nichts machen, glaube ich. Doch, wir können die Schule machen. Wohl Kochen für Anfänger wäre, glaube ich, wichtiger oder die Meergeschosse. Ja. Die Basen leuchten eigentlich als erstes. So, noch 20 Science-Punkte. Die war doch noch irgendwo. Ah, Moment, wir müssen ja jetzt da drüben reinkommen. Genau. Hier irgendwo geht's doch noch nach oben. Da sollten wir doch jetzt reinkommen. Weil sonst können wir uns ja keine Base bauen. Ich hab da schon so eine Idee. Wo wir bauen. Can I get extra credit for this? Auf jeden Fall. This morning, I installed the borrowed lab modules. Another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab educational toy for children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. It's a good thing I never told them about the Bunsen burners. Odd that Ominent has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Main power will run through here. The Oak Lab is the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Ist jetzt dunkel. Noch zu gehen.
Jetzt eine Spinne wäre jetzt mal wieder eine kleine Katastrophe. Okay. Leben wir. Und los verstecke ich mich jetzt gleich erstmal in der Dose. Ich würde nämlich gerne die Base da oben auf den Zaun bauen. Wenn es irgendwie geht. Oh. Bitte sei Marienkäfer. Puh. Kann ich hier vielleicht erstmal ein Zelt reinbauen? My parents never let me have soda. Ja, das weiß ich. Da. Offenes Zelt. Ah, schade. Moment. Hier geht's. Ha! So, eben 3 Kleeblätter holen. Und dann sind wir nämlich hier drin erstmal sicher, denke ich. Nämlich da drin erstmal die Nächte verbringen. Respawn-Punkt setzen. So. Mal gucken. Wir können ja jetzt Basen bauen. Moment. Das kriege ich nicht da hoch. Komme ich da drauf? Aber gucken, ob ich den Nagel treffe. Nein. Ich hätte das ja gern irgendwie gerade da oben angesetzt. Aber ich glaube, ich krieg den den Grasboden nicht da oben dran. Na gut, dann müssen wir es mit der Treppe versuchen. Nein, was mache ich denn da? Grastreppe. Grasplatten und Unkrautstängel. Haben wir alles hier? Ist jetzt halt nur nach Unkrautstufe 1 suchen. Was läuft da hinten? Aller Anfang ist schwer, ne? Drüben müsste eigentlich auch Unkraut sein. Moment, ich glaube, wir gehen erstmal schlafen, oder? Das ist Unkrautstufe 2, aber das müsste Unkrautstufe 1 sein. Edding. Bloß nicht den Marienkäfer. Tut mir leid, Marienkäfer, dass ich dir dein Dach weggenommen habe.
Dame hier versucht zu überleben. Warum geht das nicht? Muss ich jetzt den Boden machen? Na gut. Okay, wie komme ich... Lass die Sachen da liegen, Ameise. Ja, sollte jetzt irgendwas Großes kommen, rennen wir schnell in die Dose und gehen. Ach, wir sind noch 3 Meter. Nehmen wir die erstmal. 4. Nehmen wir die erstmal mit. Haben wir den Grasboden schon mal fertig. Zack. So, jetzt nochmal eine Treppe. Oder können wir die so vielleicht machen? Ich glaube, wir machen die so. Einen Stängel, ne? Ja. Platten. Oh, dann sind wir schon mal oben. Gehen wir schlafen. Und dann würde ich sagen, besorgen wir uns später oder in der nächsten Aufnahme dann, in der nächsten Folge, mehr Science-Punkt. So, dann können wir nämlich von hier über die ganzen Dinger rüber zu der Lampe. Und dann sind wir ziemlich hoch und können von unserer Base, glaube ich, so einfach überall hin. Mal eben gucken. Mache ich die 2 da überhaupt? Doch, ich denke schon. Vielleicht da noch eine Reihe dran? Okay. Oh. Ich glaube, wir gehen jetzt aber schlafen. Wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten. Ich kann halt nicht. Kurze Folgen. Geht einfach nicht. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.